Hallo meine Freunde, hola Madridistas, morgen ist es wieder soweit. Einige von euch haben mich in den letzten Wochen, Monaten gefragt, Mario, wann machst du wieder ein FNQ, wann machst du wieder ein Fragen und Antworten? Und morgen nutze ich mal die Länderspielpause aus, gerade ist bei Real Madrid nicht so viel los, da kann ich mir mal die Zeit nehmen. Also, wenn du Fragen hast, zu mir persönlich, zu meinem Privatleben, zu Real Madrid oder zu sonst irgendwas, stell die Fragen in den Kommentaren. Morgen suche ich mir die interessantesten aus und morgen beantworte ich eure Fragen. Ja, worüber reden wir heute? Gestern war Deadline Day. Die großen europäischen Top-Ligen haben die Transfermärkte geschlossen. Ich glaube, der in der Türkei geht noch bis zum 12. September. Wobei es absolut verrückt ist, was gerade in der Türkei diesen Sommer auf dem Transfermarkt los ist. Insbesondere die zwei großen türkischen Vereine Galatasaray und Fenerbahce. Sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Es gibt Transfers, die ich sehr gut finde und andere auch sehr schlecht. Naja, aber ich bin nicht schlauer als die Präsidenten von Galatasaray oder Fenerbahce. Die werden schon wissen, was sie mit ihrem Geld machen. Darum soll es auf diesem Kanal an sich auch überhaupt nicht gehen. Wir unterhalten uns über die Transfers von Real Madrid. Über die Transfers von unseren beiden Hauptkonkurrenten, dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Wir schauen uns an, wer war der Gewinner und der Verlierer des Transfermarkts, wie schätze ich die Kader, insbesondere von Real Madrid und FC Barcelona ein, wer hat da am Ende die besseren Karten. Ja, und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu einem zweiten großen Thema, wo ich oft von euch gefragt werde, aber die Mühlen der Justiz, die malen in Spanien, genau wie in Deutschland, langsam, hoffentlich genauso genau, denn es gibt Neuigkeiten im Fall Negreira. Was da los ist, erkläre ich euch in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, gestern war wie gesagt Deadline Day. In den großen europäischen Ligen haben die Transfermärkte geschlossen. Fabrizio Romano kann in Urlaub gehen. Naja, ein bisschen wird er noch ein Auge auf die Türkei werfen müssen, vor allem wenn man sieht, was da gerade so dran ist. Aber die Transfers sind über die Bühne gegangen und man muss sagen, in der spanischen Liga war es die letzten Tage relativ ruhig. Vor allem, wenn man auf die Big Player schaut, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, wobei Atletico Madrid die letzte Mannschaft, die noch aktiv war, die hat sich gestern noch jemanden von Juventus Turin geschnappt. Ja, und heute in dem Video möchte ich mit euch analysieren, wer waren die Gewinner dieses Transfermarkts. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal mit der zuletzt genannten Mannschaft Atletico Madrid. Atletico Madrid, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das ist die Mannschaft, die in den letzten 5 Jahren das meiste Geld in der spanischen Liga in Transfers investiert hat. Und trotz alledem schaffen die es, dass niemand etwas von denen erwartet. Diego Simeone ist der bestbezahlte Trainer der Welt und trotz alledem ist Atletico Madrid immer noch, wird gehandelt, vor allem europäisch, aber auch in Spanien, als der Dorfverein, der kleine Bruder quasi von Real Madrid und keiner erwartet große Sachen von denen. Also, ich glaube, es gibt keinen besseren Job als Trainer von Atletico Madrid. Naja, schauen wir mal auf die Transfers. Und wie ihr sehen könnt, sind das eine ganze Menge. Angefangen oben mit Alex Baena, den 23-jährigen spanischen Nationalspieler, den sie aus Villarreal rausgelotst haben. Und ich muss sagen, für mich ist das der beste Transfer von Atletico Madrid. Alex Baena ist menschlich wahrscheinlich ganz weit unten anzusiedeln, nach dem, was er damals mit Fede Valverde gemacht hat. Oder wenn man ihn auf dem Platz spielen sieht, er ist so immer sehr am Limit, immer sehr dreckig unterwegs, aber fußballerisch ist er sehr, sehr gut. Und auch wenn der Saisonstart bei Atletico Madrid nicht so gut war, glaube ich, Atletico Madrid wird an Alex Baena noch sehr viel Freude haben. Ansonsten muss ich sagen, Atletico Madrid hat sehr viel Bewegung im Kader, sehr viele Neuzugänge, einige Abgänge. Vor allem sind das auch Spieler, die, sage ich mal, nicht internationale Top-Klasse sind. Atletico Madrid ist ein bisschen mehr auf Masse
anstatt auf Klasse gegangen, wobei das natürlich Spieler sind, die für die spanische La Liga überdurchschnittlich gut sind. Verstehen wir uns nicht falsch. Ein David Hanco, ein Johnny Cardoso, Raspadori, Thiago Almada, von dem wird in Argentinien sehr viel gehalten. Den haben sie aus Botafogo geholt für 21 Millionen, ist aber auch schon 24 Jahre alt. Also, naja, Atletico Madrid hat meiner Meinung nach gut eingekauft. Atletico Madrid muss mit diesem Kader an sich wesentlich mehr Punkte holen, als sie bis jetzt geholt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, Atletico Madrid wird im Endeffekt nicht mit dem FC Barcelona und Real Madrid mithalten können. Da fehlt die Extraklasse. Im Kader haben sie vielleicht 2 Spieler, die wirklich Weltklasse sind. Natürlich vorne der Alvarez. Da hat Atletico Madrid letztes Jahr den Königstransfer gemacht. Mal schauen, wie lange sie den noch halten können. Aber im Großen und Ganzen hat Atletico Madrid gut eingekauft. Trotzdem wird meiner Meinung nach der Kader nicht für den Titelkampf um La Liga reichen. Ich glaube, die Jungs werden vielleicht noch 1 Jahr, 2 Jahre brauchen, um sich zu finden. Das ist nach so viel Bewegung im Kader aber auch absolut normal. Ja, kommen wir dann zu unserem Hauptkonkurrenten, dem FC Barcelona. Und da muss man sagen, das sieht schon ganz anders aus als bei Atletico Madrid. Fairerweise muss man aber auch sagen, ein FC Barcelona hatte nach dieser Saison, die gerade gespielt haben, natürlich auch nicht so viel Drang, neue Sachen zu kaufen. Beim FC Barcelona lief es letztes Jahr sehr, sehr rund. Der FC Barcelona hatte wenige Baustellen im Kader. Wenn du wenige Baustellen hast, einen sehr jungen Kader, dann brauchst du auch nicht so aktiv auf dem Transfermarkt zu sein. Der eine Transfer, Joan Garcia, hat mich gegen Rayo Vallecano überzeugt, hat meiner Meinung nach sehr stark gehalten. Ist vielleicht auch die einzige Baustelle, die der FC Barcelona ein bisschen hatte. Marc-André ter Stegen ist zwar ein Weltklasse-Torhüter, aber sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren gewesen. Der Iñaki Peña war nicht auf dem Level von einem Marc-André ter Stegen. Ein Joan Garcia kann auf das Level kommen. Deshalb war das meiner Meinung nach eine gute Investition vom FC Barcelona. Ansonsten, wie gesagt, der FC Barcelona hatte nicht viele Baustellen. Sie brauchten Ersatz, falls ein Lamine Yamal nicht 70 Saisonspiele machen kann oder auch ein Rafinha. Da haben sie einen Rashford geholt und auch einen Bargi, wobei der immer noch nicht eingeschrieben ist, sondern inzwischen bei der zweiten Mannschaft. Die spielt aber so unterklassig, dass es für das Financial Fairplay der ersten Mannschaft nicht angerechnet wird. Wobei, sobald er für die erste Mannschaft spielen soll, hat sich La Liga schon gemeldet und gesagt, er wird wahrscheinlich die Freigabe nicht kriegen. Naja, ich vertraue auf nichts mehr. Ich glaube, am Ende mischt sich die Regierung wieder ein und sagt, er wird spielen. Wie dem auch sei, der FC Barcelona hat an den wenigen Baustellen, die sie hatten, haben sie Ergänzungsspieler geholt. Mit Joan Garcia haben die sich einen tollen Torwart geholt. Und ich finde, der FC Barcelona hat rundum einen Top-Kader. Vor allem auch im Mittelfeld, da holen sie keinen, weil sie keinen brauchen. Da haben sie mit Pedri, De Jong, Gavi, Fermin Lopez, ist wirklich ein guter Fußballer, auch wenn ich den persönlich nicht so mag. Als Mensch, als Fußballer ist der top. Ein Casado etc. Der FC Barcelona brauchte da nicht viel. Das einzige Problem, was ich beim FC Barcelona sehe, ist tatsächlich in der Verteidigung. Ein Íñigo Martínez hat eine überragende Saison gespielt, war der Leader vom FC Barcelona. Und ich glaube, diesen Verlust werden sie im Laufe der Saison merken. Die haben zwar noch einen Kubasi, einen Araujo und auch einen Christensen, aber vor allem ein Araujo und ein Christensen sind sehr verletzungsanfällig. Und ein Kubasi, der ist ein sehr guter Innenverteidiger. Der ist jetzt nicht so gut, wie die Barcelona-Fans ihn versuchen zu machen. Aber man hat gemerkt, einem Kubasi hat ein Íñigo Martínez an der Seite unglaublich gut getan. Ich glaube, da wird der FC Barcelona dran zu nagen haben. Und vor allem, woran der FC Barcelona dran zu nagen haben wird, ist vielleicht etwas an der Einstellung. Was der FC Barcelona letztes Jahr abgerissen hat an Kilometern, an Aggressivität, an Pressing, an Abseitsfalle, das ist alles so laufintensiv. Du musst so auf Anspannung sein. Und ein Hansi Flick, das war damals bei den Bayern auch so, hat im ersten Jahr super performt, die Champions League gewonnen, 8-2 gegen Barcelona gewonnen. Also die Fußballwelt verzückt, genau wie letztes Jahr der FC Barcelona, muss ich als Madrid-Fan leider zugeben. Aber auch im zweiten Jahr wurde es deutlich schlechter bei Bayern.
Und wenn ich sagen muss, gegen Villarreal war es eins der ersten Spiele, wo ich das Gefühl hatte, der Gegner hat etwas mehr Bock als der FC Barcelona. Schauen wir mal an, wie sich das im Laufe der Saison durchzieht. Vielleicht kriegen sie auch nochmal die Kurve. Also ansonsten muss ich sagen, der FC Barcelona hat einen tollen Kader, eine tolle Mannschaft. In der Abwehr, glaube ich, können sie etwas leiden. Ja, und dann kommen wir zu den Königlichen, kommen wir zu Real Madrid. Und wie ich eben beim FC Barcelona gesagt habe, der FC Barcelona hatte so eine tolle Saison, dass sie nicht viel Verstärkung brauchten. Bei Real Madrid war es das genaue Gegenteil. Real Madrid hatte so eine Horrorsaison, vor allem wenn es um die Abwehr ging, dass Real Madrid da neue Transfers benötigt hat. Und da hat Real Madrid zugeschlagen. Und es ist natürlich auffällig, dass von den 5 Transfers 3 Abwehrleute da sind. Ja, fangen wir mit dem ersten Transfer an, Dean Housen. Und ich glaube, Real Madrid hatte bei diesem Transfer tatsächlich Glück. Real Madrid wollte letztes Jahr eigentlich einen Leny Yoro holen. Und es hieß, wenn er letztes Jahr nicht kommt, kommt er dieses Jahr gratis. Ja, aber denkst du, Manchester United ist dazwischen gegrätscht, hat sich Leny Yoro geholt. Der Junge macht sich bei Manchester United so gut man sich überhaupt machen kann bei diesem Verein zurzeit. Aber Real Madrid hat deshalb Dean Housen. Und Dean Housen ist der Prototyp des Innenverteidigers, den ein Xabi Alonso haben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Madrid den geholt hätte, wenn Leny Yoro gekommen wäre dieses Jahr. Und Dean Housen hat mich komplett überzeugt. Sowohl bei der Club-WM als auch am Anfang dieser Saison. Er ist einer der Spieler, die unantastbar sind für Xabi Alonso. Seine Balleröffnung, seine Stärke in der Luft, da hat er auch schon bei der Vorlage für Arda Güler gezeigt, zum Unentschieden gegen Mallorca. Ein Dean Housen ist ein absoluter Königstransfer von Real Madrid und ist ein absoluter Königstransfer für den Fußball, den Xabi Alonso spielen lassen möchte. Dann ein Álvaro Carreras und das war der Transfer, wo ich das größte Fragezeichen hinter hatte. Erstens, ich wusste nicht, wie gut ist er wirklich. In der portugiesischen Liga ist das Niveau nicht so hoch wie in der spanischen Liga. 50 Millionen Euro. Ich dachte, meine Güte, dafür muss man aber auch schon einen wirklichen Weltklasse-linken Verteidiger bekommen. Und ich möchte jetzt natürlich nach 3 Spieltagen nicht übertreiben. Aber wenn man die Qualität dieses Jungen sieht, wie viel Gas er nach vorne gibt, welche Autorität er am Ball hat, wie schwer es ist, den Gegnern ihm den Ball abzunehmen, wie locker er aus schwierigen Situationen kommt, wie gut er kombiniert, vor allem 1,80 Meter, 85 groß, kopfballstark. Also, ich finde, in Kombination mit einem Fran Garcia, der bei der Club-WM mich auch überzeugt hat, hat Real Madrid eine der Problemstellen gut gelöst. Álvaro Carreras, Top-Transfer. Ich warte noch ein paar Spiele ab, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Dann Franco Mastantuono und das war ehrlich gesagt das größte Wettgeschäft, was Real Madrid gemacht hat. Ein 18-Jähriger aus Argentinien, der bisher nur in der argentinischen Liga gespielt hat. Keiner kann einem versprechen, wie gut er tatsächlich werden wird. Die Ansätze sind schon da. Körperlich sowieso, fußballerisch hat mir das auch gefallen, was ich gesehen habe. Naja, was mir mehr gefallen hat als fußballerisch, ist sein Einsatz. Natürlich, ich sag's immer wieder, der Junge ist 18, der hat gerade mal 2,5 Spiele gespielt, der kommt aus einem anderen Kontinent. Lassen wir ihn erstmal ankommen. Xabi Alonso scheint aber blind auf ihn zu vertrauen. Der Junge ist nach einem Spieltag Stammspieler geworden oder hat 2 Spiele von Anfang an gestartet. Ein Franco Mastantuono ist noch zu früh meiner Meinung nach, um zu beurteilen, wie gut er ist. Die Ansätze sind da. Ich hoffe, dass er den Erwartungen entspricht, die ein Xabi Alonso in ihn setzt. Dann ein Trent Alexander-Arnold. Und ich glaube, der Name spricht für sich. Es gibt Transfers, die braucht man gar nicht großartig beurteilen. Einer der besten rechten Verteidiger der Welt. Für 10 Millionen, mehr oder weniger gratis, aber die 10 Millionen haben wir gezahlt, damit er bei der Club-WM dabei war. Und ein Trent Alexander-Arnold kann von mir aus die nächsten 2-3 Wochen noch nicht so gut sein oder was auch immer. Wir alle kennen die Qualitäten. Ein Trent Alexander-Arnold, Weltklasse-Transfer. Er bringt Real Madrid da weiter, wo Real Madrid Hilfe brauchte. Im Spielaufbau von hinten, in den Standardsituationen, in der Abwehr. Wenn man ihn vergleicht zu einem Lucas Vázquez, da liegen Welten zwischen. Also toller Transfer von Real Madrid. Und vorne ein Gonzalo Garcia, ein Spieler, den ich seit über einem halben Jahr länger schon in der ersten Mannschaft von Real Madrid sehen wollte.
Ich wollte, dass der Junge eine Chance kriegt. Der Junge hat bei der Club-WM eine Chance bekommen und hat sie mit beiden Händen ergriffen, ist jetzt vollständiger Spieler der ersten Mannschaft und ich glaube, auch ein Gonzalo Garcia ist ein richtig starker, guter Transfer von Real Madrid. Welche Baustellen sehe ich noch bei Real Madrid? Tatsächlich gibt es 2 Positionen, wo ich mir einen Backup erwünscht hätte. Zum einen die Position von Arda Güler. Dieser Spielgestalter, das Gehirn der Mannschaft. Ich kann nicht erwarten, dass der junge Türke 70 Saisonspiele abliefert. Wer Arda Güler ersetzen kann im Kader, ist ein Dani Ceballos. Wenn der topfit ist und gut drauf, dann ist das schon eine sehr, sehr gute B-Lösung. Das hat man letztes Jahr gegen Manchester City gesehen. Aber ob ein Dani Ceballos wirklich zu 100% mit dem Kopf und Herzen bei Real Madrid ist, muss man sehen. Und vor allem ist ein Dani Ceballos dauerverletzt, immer wieder verletzungsanfällig. Muss man schauen, wie ein Dani Ceballos da reinwächst. Oder ob vielleicht ein Eduardo Camavinga in diese Rolle reinwachsen kann. Ich sehe Eduardo Camavinga aber eher als Klon von einem Fede Valverde. Ja, und die zweite Position, wo ich ein Fragezeichen hinterstelle bei Real Madrid, ist die von Aurélien Tchouaméni. Dieser Mann ist für die Position, die ein Xabi Alonso für ihn erfunden hat, geboren. Der geborene Sechser, der sich in die Innenverteidigung fallen lassen kann, der entscheiden kann, gehen wir ein bisschen defensiver, gehen wir ein bisschen offensiver. Die Entwicklung, die ein Tchouaméni unter Xabi Alonso macht, ist der absolute Wahnsinn. Aber was ist, wenn er mal verletzt ist? Was ist, wenn er mal müde ist? Etc. Wenn er mal gelb gesperrt ist, wer kann ihn ersetzen? Da habe ich ein großes Fragezeichen hinter. Ein Xabi Alonso hat einen David Alaba das mal spielen lassen. Das hat er auch gut gemacht. Aber das wäre eine neue Position für den Österreicher. Also die Position Tchouaméni und Arda Güler. Nicht hinter den beiden habe ich kein Fragezeichen, hinter den beiden habe ich jeweils 10 Ausrufezeichen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich hätte mir jeweils ein Backup gewünscht, um ruhiger schlafen zu können. Vor allem, wenn man die Verletzungsgeschichte von Real Madrid in den letzten Jahren gesehen hat. Ja, das ist meine Einschätzung zu den Transfers der 3 großen Vereine. Meiner Meinung nach haben die besten Kader sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona. Ich glaube aber, Real Madrid hat den größten Transfer mit dem Trainer gemacht, mit Xabi Alonso, mit seinem neuen Impuls, seiner neuen Spielidee und deshalb, da spricht wahrscheinlich mein Madrid-Herz aus mir, da habe ich wahrscheinlich die Madrid-Brille an. Ich glaube, Real Madrid hat den etwas besseren Kader als der FC Barcelona. An 3. Stelle kommt Atletico Madrid. Ja, eure Einschätzung zu den Kadern, zu meiner Meinung, könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Aber bevor ich mich jetzt verabschiede, ich habe euch versprochen, es gibt auch eine Neuigkeit zum Thema Negreira. Wie gesagt, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Wir Madrid-Fans hoffen aber, dass sie zumindest sehr genau mahlen. Denn es gibt Neuigkeiten zum Fall Negreira. Ja, einige haben zwar das Gerücht gestreut, da wäre schon alles passiert etc. Absoluter Quatsch. Der Richter, der sich um den Fall gekümmert hat, der damals schon von sportlicher Korruption geredet hat, ist inzwischen in Rente gegangen. Ein anderer Richter, eine Richterin, hat das Ganze in die Hand genommen. Nochmal neu, die sich die ganzen Artikel, Beweise durchlesen müssen, Indizien etc. pp. Das ist eine Menge Material. Der Fall Negreira wurde nochmal um ein halbes Jahr verlängert. Das muss immer passieren, damit nicht die Vorwürfe verfallen und der FC Barcelona da frei aus der Nummer kommt. Aber in diesem Fall gibt es auch Termine für die ersten Verhöre, für die ersten Anhörungen. Und zwar am 25. November, also in mehr oder weniger 3 Monaten, muss Ernesto Valverde um 9:50 Uhr zur Anhörung, Luis Enrique um 10:45 Uhr und Joan Laporta um 11:30 Uhr. Die 2 Ex-Trainer und der Präsident vom FC Barcelona müssen zum Fall Negreira aussagen. Die Ex-Trainer werden wahrscheinlich gefragt, ob es wirklich Schiedsrichterberichte von Enriques Negreira gab. Ein Ernesto Valverde hat schon mal in dem Interview gesagt, er hat so etwas nie gesehen. Ich glaube, ein Luis Enrique hatte auch sowas Ähnliches gesagt, da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Ein Joan Laporta behauptet, ja, das war für Schiedsrichterberichte. Also die Beweislage sieht nicht gut
aus für den FC Barcelona, aber auch das muss am Ende ein Richter, in diesem Fall eine Richterin, entscheiden. Also am 25. November sind die Verhöre von diesen 3 Protagonisten. Spätestens dann bekommt ihr neue Infos von mir zum Fall Negreira. Ja, ich bin gespannt, wie euch dieses Video gefallen hat. Lasst eure Meinung, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, in den Kommentaren. Denkt dran, Fragen für das FAQ in die Kommentare zu setzen, sonst wird es morgen ein sehr kurzes Video. Und wenn ihr schon mal da unten seid, liken, teilen, Follow da lassen. Ihr macht mir eine Riesenfreude und wir sehen uns morgen. Ich freue mich. Bis dahin. A la Madrid!